dann erfahren wir so wirklich originelle Dinge. Ihr müsst das einmal vorstellen. Ja? So originelle Dinge wie, dass sich ein neues Menschenwesen, alleine wie ein neues Menschenwesen auf diese Welt kommt, ist doch unglaublich originell. Da verschmelzen zwei Zellen miteinander und dann entsteht daraus in einer wundersamen Art und Weise, wo auch immer die Zellen alle wissen, an welchen Ort sie gehen sollen, so ein neuer Mensch, und der sitzt dann im Bauch, also in der Gebärmutter einer Frau drinnen, dieser neue Mensch, und sitzt und schwebt und liegt und schwimmt, dort einmal 9 Monate ungefähr, manche ein bisschen kürzer, manche länger, und kommt dann als vollkommen fertiges Menschenwesen hier an. Und dann Und du musst das Aufblasen erwähnen. Das hast ja du eingebracht, dieses Aufblasen. Und das ist wirklich unglaublich. Das habe ich mir so früher nie überlegt, dass der Mensch aufgeblasen wird. Weil es ist ja nicht so, dass ein Körperteil wächst schneller und dann ist mein linkes Auge größer und mein rechter Fuß, sondern das wächst ja kontinuierlich, bläst sich das auf wie ein Luftballon und wir werden immer größer, größer, größer. Und das ist synchron. Das ist die Adern mit den Muskelzellen, mit den Hautzellen, mit all dem Zeug, das sonst noch dazwischen ist. Das ist alles synchron. Und dann plötzlich, das ist ein unglaubliches Wunder, wir reden zwar davon, das Wunder des Lebens, aber ich habe gemerkt, es ist notwendig, in eine noch einmal neue Dimension einzutauchen, wie das überhaupt geht. Und da muss ja das neue Menschenwesen, das hier ankommt, auch dazu Ja sagen. Warum werden manche Frauen nicht schwanger? Und warum werden andere Frauen schwanger? Dann könnte man sagen, ja super, es ist eine verkehrte Welt, manche werden schwanger, obwohl sie nicht wollen, die anderen werden nicht schwanger, obwohl sie wollen. Ja, das ist deswegen, weil ja auch die Neuankömmlinge hier ein Wörtchen mitzureden haben. Ja? Und somit ist das für uns, wäre auch eine Antwort, eine mögliche Antwort, die wir gefunden haben auf diese Thematik. Also sagen, es haben die einen mitzureden und die anderen. Also ich muss bereit sein oder die Eltern müssen bereit sein, hier jemanden Neuen ankommen zu lassen. Und der neue Ankömmling muss auch einverstanden sein. Warum gibt es Babys, die sich nach 2 Monaten verabschieden, die sagen, okay, ich doch nicht. Ja? Ein geniales Zusammenspiel. Was übrigens natürlich sehr dramatisch ist für die Eltern hier. Aus irdischer Sicht höchst dramatisch ist. Und ganz schlimm ist. Und fürchterlich ist. Und das ist keine Verniedlichung dieses Vorganges, damit wir nicht auf die Schmerzpunkte drücken von Leuten, die jetzt zugesehen haben und denen das selber passiert oder jemanden gekannt haben, denen es selber passiert, oder die Vorstellung, in der Vorstellung leben, das wäre fürchterlich, wenn uns das passiert. Ja. Und das ist gut einzupflichten. Das bedeutet aber dann, dass plötzlich der Tod dramatisch wird, dass etwas passiert, was nicht passieren darf, dass etwas Schlimmes passiert und so weiter. Und damit erhalten wir mit all diesen Gedanken natürlich diesen Zustand hier, den wir Unbewusstsein nennen. Und deswegen sind wir immer so bedacht darauf, das zu flechten, dass wir sagen, aus irdischer Sicht, aus menschlicher Sicht, ist das alles höchst dramatisch, wenn ich ein Kind verliere, wenn und so weiter. Aber wir wollen nur damit sagen, oder wenn ich nicht schwanger werden kann, obwohl ich gern würde, das sind aus irdischer Sicht ganz intensiv, schlimm, dramatische, traurige Ereignisse. Darauf werden wir auch noch eingehen, wie das sein könnte, dieser Entschluss hierher zu kommen, wie ich dann genau zu den Eltern komme, die ich habe, und warum das alles einen rundum tiefen Sinn macht, was passiert. Und wenn man sich dann vorstellt, dass aus 2 Zellen dann sowas rauskommen kann wie zum Beispiel jemand, der hinter uns im Auto sitzt. Zeig dich mal. Wo ist meine Tochter? Zum Beispiel eine von meinen Kindern sitzt zufällig im Auto. Ist das doch ein Wahnsinn? Das ist doch ein Wunder sondergleichen. Ja, wie sowas geht. Das ist unglaublich. Und dann trägt man für alle Frauen, die Kinder haben, die haben das erlebt, dann trägt man so lange ein Kind in seinem Bauch. Das Thema müssen wir wirklich extra behandeln. Ja, da muss ich mir alle Frauen hernehmen, die unbedingt Kinder wollten, die dann Kinder haben, die dann nachher sagen, naja, eigentlich, vielleicht wäre es doch besser gewesen, ich hätte keine Kinder. Oder die anderen Frauen, die keine Kinder wollen und dann mit 60 sagen, ja, vielleicht habe ich doch was versäumt. Ich merke bei diesen Gesprächen immer,
wie schwierig das ist, etwas rüberzubringen, weil es gibt keine serielle Erklärung. Wir reden von etwas und plötzlich meldet sich quasi immer wieder dieser Rollenschmerz hier. Wir wollen eigentlich betonen, die große Problematik der Art und Weise, wie wir hier sprechen können, nämlich das ist immer ein Wort nach dem anderen. Und ich müsste aber jetzt ganz viel gleichzeitig sagen, damit ich das rüberbringen kann, was ich insgesamt sagen möchte. Und darum ist natürlich die Gefahr, wenn ich jetzt einen falschen Satz sage, der jemanden von euch antriggert und der sich dann wegklickt, dann habt ihr ja die Sätze nicht gehört, die dann kommen. Dazu muss man diese Sätze auch hören wollen. Das heißt, und das ist ja auch das, was das Unbewusstsein ausmacht, dass wir nicht hinschauen wollen auf das Ganze und wir wollen eigentlich irgendwie so einen gewissen Zustand erreichen und haben, den wir uns irgendwie zusammengebaut haben, der uns vermittelt wurde, vielleicht durch die Geschichten der Eltern, dass es ein Christkind gibt und wir uns dann kuschelig hinter dem Weihnachtsbaum, hinter dem Tannenbaum, der 10 Zentimeter im Jahr wächst und dann für 3 Wochen abgeschnitten wird, dass er für 3 Wochen bei uns in der Wohnung steht, hineinkuscheln und dann uns irgendwelche Märchen vorlesen lassen, die uns dann irgend so ein kuscheliges Gefühl geben und meistens lassen wir uns ja keine Märchen mehr heutzutage vorlesen, sondern wir schauen uns auf Netflix oder irgendwo irgendwie einen Fantasy-Film an. Aber im Endeffekt doch mit dem gleichen Ergebnis, weil man irgendwie einen Zustand erreichen will, der sich schmerzfrei anfühlt oder kuschelig uns an irgendwas erinnert, an ein Bild erinnert, das die Oma erzählt hat oder die Uroma. Oder von irgendwelchen kalten Winternächten, wo man sich zum Feuer gekuschelt hat, wobei sich noch niemand wahrscheinlich wirklich überlegt hat, wie ungemütlich das in Wahrheit war. Also wir haben ein Bild vom Mittelalter, von irgendwelchen, wenn das Mittelalter festgeht, von einer Zeit, die vollkommen anders war. Und dann ist ein offenes Feuer und dort wird irgendein Süppchen gekocht und da sitzen ein paar Leute rundherum und wärmen sich die Hände und freuen sich schon auf Süppchen, dann ist das eine idealisierte Darstellung. Ja, bei einer Steinzeit war das ja nicht gemütlich, sondern das war Überlebensmodus, ja, dass man irgendwann Feuer machen konnte und sich was zum Essen machen konnte und nicht erfroren ist. Es war ja nicht romantisch. Das, was es vermittelt, ist im Endeffekt, behaupte ich wieder, diese unglaubliche Sehnsucht nach unserem Urzustand. Und wir versuchen uns dann halt diesen Urzustand in diesem Leben vorzustellen. Oder manche wünschen sich dann wieder in einer Gebärmutter zu schwimmen, wo das Wasser immer lauwarm ist. Aber das geht viel weiter zurück, diese Sehnsucht nach unserem Urzustand. Und deswegen machen wir das alles. Weil wir diese Erforschung unseres wirklichen Urzustandes betreiben. Ja, da gibt es dann auch so lustige Sachen wie Garagenkarten. Das ist wirklich unglaublich, was wir hier auf dieser Erde alles erleben können. Garagenkarten, Autos. Alle, die sich vielleicht denken, das ist super und ihr habt die Weisheit mit dem Löffel gefressen, sagen wir sehen uns ja gar nicht, das ist super gescheiten. Aber irgendeiner muss beginnen, davon zu reden. Und bis jetzt haben wir noch niemanden gehört, der in dieser Art und Weise davon spricht. Und darum sprechen halt wir darüber, ist doch ganz egal. Der neue Slogan in der momentanen Zeit, Anfang 2026, ist, Donald Trump will Grönland haben. Das müssen Sie sich einmal vorstellen, so weit kommt die Welt. Und jetzt müssen wir damit aufhören. Und wir exponieren uns jetzt hier und sagen diese Dinge. Wir machen das ja nur deswegen, weil wir selber schon sehr lange auf der Suche waren, eben nach etwas Neuem, was für uns Sinn macht, wo wir auch wirklich weiterkommen in dieser Welt. Und uns wäre es 1000-mal lieber gewesen, wenn wir jemanden gefunden hätten, der das sagt, was wir gesucht haben. Und dadurch, dass wir das nicht gefunden haben und uns ganz viel angeschaut und angehört haben, haben wir dann unseres daraus entwickelt und deswegen fangen wir halt jetzt an zu reden, genau, ohne dass wir das sagen müssen. Weil es geht um die Entdeckung des Taus. Das, was wir entdeckt haben, ist, dass wir ein Tau-Organ machen und das macht den großen Unterschied, dass wir das geübt haben, aus dem Tau-Organ heraus zu sprechen oder besser gesagt, in diesem dauernden inneren Kreislauf zu sein mit Hinspüren, Übersetzen der Energie, Nachspüren, Resonanz messen, hinspüren und das automatisiert haben, so wie Autofahren oder Gehen. Wir prüfen uns, darum ist es mit der Beziehung ja wunderbar, wenn man das gemeinsam macht. Schauen, dass wir uns gegenseitig aufmerksam machen, dass wir sagen, du, da war ein bisschen Energie dabei und dann spüren wir nochmal hin. Also so,
Das ist das, was wir, die ganze Zeit machen. Und darum und wissen, dass das, was wir da entdeckt haben, was wir auch in unseren Büchern gerade schreiben, in den vielen, das spürt sich so an wie wow, das kommt durch die Verwendung unseres Tau-Organs und das tun wir. Und das sagen wir immer wieder, aber es ist so wichtig hier zu erwähnen, alle, die glauben, dass das Tau-Organ der Bauch ist oder das Herz ist oder was auch immer, das ist eine Rollenredensweise, mein Bauchgefühl und mein Herzgefühl. Das ist halt auch alles für mich ein Ausdruck von mit Worten, die das noch nicht genau treffen oder unter denen wir noch nicht genau das verstehen, was wir eigentlich hier in die Welt bringen wollen oder sagen wollen. Und darum ist es so wichtig, ein neues Wort dafür zu finden. Und wir haben auch schon oft gehört, sowas wie, ja, ihr meint also die Intuition oder ihr meint also das Bauchgefühl. Empathie. Und wir meinen aber was anderes. Und deswegen erklären wir das immer wieder. Und das ist ja das Beste, das ist wichtig, dass es nicht untergeht. Wir sagen jeder hat das. Wir gehen nicht her und sagen, wir haben ein Tau-Organ und die haben es nicht. Und wir müssen es nur beginnen, wieder zu entdecken und zu verwenden. Und das haben wir jetzt jahrelang getan und jetzt leben wir es. Und wir sind ganz sicher, dass wenn alle oder je mehr beginnen, aus ihrem Tau-Organ zu leben, umso mehr wird sich die Welt genau so verändern oder wird sich die Welt in eine Richtung verändern, wie wir uns das nicht vorstellen hätten können. Genau, weil aus dem Tau-Organ heraus wir komplett andere Entscheidungen treffen, weil sie aus einer anderen Quelle kommen und deswegen ganz viele Gesetze nicht bräuchte, wenn wir aus diesem neuen Ort heraus handeln. Und wir reden halt ganz viel darüber, wie man das verwenden kann, wie das ausschauen könnte, wie man das leben könnte. Jetzt nicht inhaltlich, sondern wie man überhaupt dorthin kommt. Das tolle Erlebnis ist es hier, materiell zu sein, sprich einen Körper zu haben und Materie zu erleben in Form von Natur, in jeder Form und eine neue Form des Miteinanders, wo sich das anders anfühlt in der Verbundenheit, wenn wir hier einen Körper haben, weil wir ja trotzdem durch den Körper eigenständige Wesen sind, die wir sowieso sind, aber jetzt sind wir auch noch sichtbare eigenständige Wesen. Und darum gibt es schon viele Menschen, die dann sagen, ja, dieser eine Waldspaziergang oder dieser Sonnenuntergang am Meer, weil das sind alles Naturphänomene, die faszinierend sind, die wir erleben können hier auf der Erde. Und deswegen glaube ich auch, dass es genau oder gerade in der Natur besonders Momente geben kann, wo wir kurz sowas wie spüren, da ist eine Idee, eine Ahnung. Gehen wir mal rauf und reden dann oben weiter. Ja? Das würde ich jetzt es geht auf jeden Fall darum, Naturphänomene weiter zu beleuchten, dass wir genau dort uns ja besonders manchmal gut spüren können, in dem, wonach wir uns eigentlich sehen. Genau. So, jetzt